Willkommen zurück. Heute fahren wir zum Auto Henschel. Für den einen oder anderen Mustang-Fahrer wird es auf jeden Fall ein Begriff sein. Und lassen beim Mustang eine Softwareabstimmung machen. Der kriegt halt ein Mapping. Die nennen das Evo 2 Plus und gibt die Mehrleistung und das Mehrdrehmoment und vor allem macht es halt eher dahingehend auch Sinn, dass du im mittleren Drehzahlbereich, wo der Mustang im Original sehr gedrosselt ist, wieder mehr Druck hast, weil der untenrum, also im mittleren Drehzahlbereich geht da nicht viel, das ist schon eine müde Krücke und das wollen wir heute damit ändern. Ich nehme euch dabei mit und ob sich das rentiert, sehen wir dann am Schluss. Also Auto ist jetzt abgegeben, brauchen fast den ganzen Tag. Es gibt noch eine Eingangsmessung, Leistung und eine Ausgangsmessung, Leistung. Dann sehen wir mal ein Delta, was es bei mir ausmacht, leistungstechnisch. Wie man sehen kann, zur Ansaugung gehört ab der Drosselklappe, also Drosselklappe ist alt, hier ein Verbindungsstück, Rohr, Filter, Filterkasten, der oben mit der Dichtung zur Motorhaube abdichtet. Das gleiche auf der rechten Seite und hier unten geht ein Ansaugkanal rein, der hier von vorne quasi bis auf den Filter durchgeht. Da sieht man ihn. Das ist 7, das ist 8, okay? Hier ist der Strich für 8, das ist 8500. Jetzt schaut mal zu. Also ich muss sagen, untenrum geht das Auto jetzt wie die Sau im Vergleich zu vorher. Leg mich am Arsch. Jetzt geht er eigentlich so, wie man sich das vorstellt, wie ein Mustang gehen soll. Das ist Wahnsinn. Jetzt hat er einfach quasi die Originalleistung aus der USA. So muss es sein, oder? Also, und vor allem das Drehmoment im mittleren Bereich ist einfach eine ganz andere Welt. Wie ihr sehen könnt, 458 PS circa hat er vorher gehabt auf dem Prüfstand. Und mit der Software sind es jetzt 511 PS oder 512. Was halt doch ein Leistungsdelta von um die 50 PS ist. Und das beim Sauger, da sieht man mal, wie der Original gedrosselt wird und wurde, zwecks der Fahrbarkeit etc. Und Drehmomentanstieg ist auch ein bisschen was, sag ich mal. Wir haben viel früher Drehmoment. Also wir haben schon viel früher ein höheres Drehmoment anliegen. Ja, der Drehzahlbegrenzer, der laut der digitalen Anzeige im Tacho liegt die über 8. Ob es direkt Sinn macht, so viel Drehzahl zu fahren oder fahren zu können, ich finde nicht. Weil nach 7500 bricht er sowieso leistungstechnisch so ein. Also am meisten Sinn macht es eigentlich, wenn man so um die 7000 schaltet, um dann quasi im nächsten Gang wirklich in einem guten Drehmomentbereich zu sein. Wieder, sonst verschenkst du halt Zeit. Aber gut, uns geht es ja nicht um Zeit, uns geht es ja eigentlich eher um den Spaß, um die Emotionalität. Gerade bei solchen Autos, die sind ja auch schwer. Aber gerade genau deshalb hat es ihm schon sehr gut getan, dass er jetzt mal ein bisschen Drehmoment hier bekommen hat. Es fährt sich jetzt einfach wie ein massiverer Motor. Du merkst halt, da ist Drehmoment da. Bei einem V8 5 Liter stellt man sich auch vor, der muss halt ein bisschen drücken untenrum. Hat er vorher nicht gemacht, macht er jetzt. Ich bin bis jetzt voll zufrieden. Macht richtig Spaß, auch mit der Ansaugung. Sound ist da, ist perfekt. Und das alles auch noch mit TÜV. Was will man mehr? Das nächste Mal, wenn ihr wieder was von mir hört,
geht es um die Grail Abgasanlage. Um die Grail Extreme mit Single mit Pipe. Ich bin nicht so der Haarpipe-Fan und ich möchte die Single mit Pipe mal hören. Deswegen wurde die bestellt. Ja, 6 bis 8 Wochen Lieferzeit. Ich bin jetzt in Woche 13. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Ich hoffe, die ist bald mal da. Dann können wir die mal einbauen, ausprobieren zusammen und schauen, rentiert sich diese lange Wartezeit überhaupt. Damit verabschiede ich mich von euch. War schön, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich wieder sagen, bis zum nächsten Mal.